Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch diese Hausschuhe. Sehr einfach zu stricken, werden kraus rechts gestrickt. So schaut der Schuh aus. Wir haben hier unten an der Sohle die Naht, wo wir das Ganze zusammennähen. So, für diese Hausschuhe habe ich 50 Gramm Wolle gebraucht. Für Größe 37 bis 39 reicht es aus. Bei 39,40 würde ich dann schon 55 Gramm Wolle verwenden und ab 41 würde dann bestimmt so 60 Gramm Wolle reichen. Ich verwende dazu Wolle von der Firma Rilana, Flotte Socke. Lauflinie besteht da 150 Gramm, 375 Meter. Und ich habe die Nadeln Nummer 3, also 2,75 bis 3 verwendet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Also ich habe euch auch die ganzen Maschen ausgerechnet für die Maschen Anschlag und so weiter. Und zwar, ich habe es eher für kleineren oder schmaleren Fuß bis normalen Fuß ausgerechnet. Falls die Füße etwas breiter sind, da muss man natürlich schon auch anpassen. Und wie gesagt, das, was ich ausgerechnet habe, das passt eher für normal bis schmalen Fuß. Also hier habe ich ausgerechnet, für welche Größe man wie viele Maschen anschlagen muss. Also und zwar, hier haben wir den Maschenanschlag von der Größe 37 bis Größe 44. Also ab 37 sind es 20 Maschen. Bis Größe 44, das sind 24 Maschen. Also Maschenanschlag ist für diese Breite. Also hier schlagen wir dann 20 bzw. 24 Maschen an. Dann stricken wir in Reihen weiter bis für diesen Ausschnitt stricken wir dann bei Größe 37,52 Reihen, 38,54 Reihen und so weiter bis Größe 44,62 Reihen. So, dann haben wir dieses Stück mit Blau-Weiß gestrickt in Reihen bis zur Maschenabnahme. Ich habe hier nochmal ein Bild aufgemalt, also für dieses Stück, wo die Maschenabnahme beginnt, also nur dieses Stückchen. Da stricken wir dann 18 bzw. 22 Reihen. Also alle Größen, genauso 38, 18, 39, 20 und so weiter. So, also wie gesagt, das ist dieses Stückchen bis zur Maschenabnahme. Dann hier arbeiten wir die Maschenabnahme. Das ist die Maschenabnahme bei Größe 37,14 Reihen. Das sind 7 Maschenabnahmen. Bei Größe zum Beispiel 40,16 Reihen. Das sind 8 Maschenabnahmen. Und bei Größe 43,44 18 Reihen, 9 Maschenabnahmen. Für die Schuhe schlage ich 20 Maschen an. Die Maschen kann man so anschlagen, wie man gewohnt ist. Ich mache das auf diese Art und Weise, die ich jetzt mache. Ihr könnt die Maschen anschlagen, so wie ihr das gelernt habt. Also 20 Maschen für die Größe 37. Und jetzt stricke ich kraus rechts, das heißt, ich stricke nur rechte Maschen. Die Randmasche hebe ich ab. Also ich lege den Faden immer nach vorne, weil ich die letzte Masche immer rechts stricke. Also die erste Randmasche hebe ich ab und alle weiteren Maschen stricke ich rechts. Also wie gesagt, ich habe alle Maschen rechts gestrickt, die letzte Masche stricke ich auch rechts, die kann man aber auch links stricken. Also das könnt ihr machen, wie ihr gewohnt seid. Es kommt nicht darauf an, wie man die letzte Masche strickt.
Und jetzt wende ich das Ganze. So, jetzt stricke ich die zweite Reihe. Genauso, also den Faden lege ich nach vorne, hebe die Masche ab, die Randmasche, und dann stricke ich alle Maschen rechts. So, und auf diese Weise stricke ich Kraus rechts. Das ist dieses Stück, eine Seite, also das ist die Hälfte von der Schuhgröße, von der Mitte aus gesehen, stricken wir dann in Reihen weiter. Und ich habe für Größe 37 etwa 56, 54 oder 56 Reihen gestrickt. Bis zu diesem, also für diesen kompletten Ausschnitt. So stricken wir dann weitere Reihen. Also ich habe jetzt 26 Rippen gestrickt, das heißt, das sind 52 Reihen für die Größe 37. Jetzt mache ich Folgendes. Das ist bei uns die... Also hier, das ist die Mitte von dem Schuh hinten. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schneide hier den Faden ab. Und jetzt nehme ich die Maschen auf der Seite auf. Also ich nehme die Maschen hier auf, in der Mitte, und stricke die andere Seite in die Richtung. Also ich nehme mir eine Nadel und nehme jetzt die Maschen auf. So. Und zwar, ich steche hier ein, also wir haben hier diese Schlingen, und nehme mir wieder 20 Maschen auf. Indem ich diese Schlingen aufnehme. Am besten von vorne funktioniert bei mir jetzt. Ihr müsst schauen, wie es bei euch am besten funktioniert, von vorne oder von hinten. Also ich kann es jetzt am besten von vorne aufnehmen. Von vorne nach hinten steche ich durch. Und so nehme ich mir auf diese Art und Weise wieder 20 Maschen auf. Und jetzt nehme ich mir den Faden und stricke jetzt wieder alle Maschen kraus rechts. Genauso wie auf der anderen Seite stricke ich dann 52 Reihen. So, also nochmal, also wir haben in die Richtung gestrickt und jetzt stricke ich das Ganze in die andere Richtung. Genau das gleiche Stück wie hier. Und dann haben wir dieses Stück praktisch... Eine Seite haben wir jetzt gestrickt und jetzt stricken wir die zweite Seite. Und wie ich schon sagte, das sind 52 Reihen, die wir dann stricken. Also ich habe jetzt beide Seiten gestrickt, so schaut es aus. Und diese zwei Seiten habe ich jetzt auf beiden Seiten die Maschen. So, ich habe das Stück jetzt zusammengelegt, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt klappe ich die beiden Seiten so auf. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass der Faden auf beiden Nadeln auf einer Seite ist. Ich drehe das auf die Seite. Also in dem Fall sind beide Fädchen auf der rechten Seite.
Und zwar die Nadeln müssen auf jeder Seite gleich ausschauen. Wenn ich hier schaue, sehe ich hier diese Rippe und auf der linken Seite sehen wir hier sehe ich die rechte Masche, also auf der Seite stricken wir jetzt nicht, sondern wir stricken auf der anderen Seite, da wo die linken Maschen zu sehen sind, sondern wo die Rippe zu sehen ist. Und wie gesagt, der Faden, also die Rippe muss auf beiden Seiten zu sehen sein und den Faden habe ich jetzt auf der rechten Seite auf beiden Nadeln. So lege ich das Ganze zusammen und jetzt nehme ich mir den Faden und fange jetzt an, hier ab da die Reihe komplett durchzustricken, also beide Nadeln. Wir verbinden jetzt praktisch hier oben das Ganze und hinten haben wir dann die Naht. So, und jetzt fange ich hier an, wieder in Reihen zu stricken, also die erste Masche hebe ich ab. Jetzt nehme ich mir den anderen Faden dazu und stricke alle Maschen nach Muster, alle Maschen rechts. Bis ich eine Nadel komplett bis Ende gestrickt habe. So, die erste Nadel habe ich komplett verstrickt und jetzt nehme ich die zweite Nadel und stricke einfach über diese Nadel dann weiter. So, hier muss die letzte Masche auch rechts gestrickt werden. Und jetzt stricke ich alle Maschen hier auch rechts. Bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, jetzt habe ich eine Reihe gestrickt und das Ganze gewendet und jetzt stricke ich die zweite Reihe auch alle Maschen rechts. Und so dann weiter stricken. So, jetzt nehme ich mir die weiße Farbe. Wir stricken dann hier diese Streifen. Und zwar, also ich mache das so, dass ich die erste Masche auch schon da die weiße Farbe einfach als eine rechte Masche stricke. Und dann stricke ich weitere Maschen rechts. So, und das ist die erste Reihe und dann die Rückreihe stricken wir auch als rechte Maschen. Also ich habe jetzt zwei Reihen in Weiß gestrickt und jetzt wechsle ich wieder die Farbe. Ich nehme jetzt die blaue wieder. Und das mache ich auch wieder hier, dass ich die erste Masche auch als eine rechte Masche stricke. Und alle weiteren Maschen rechts, wie gesagt, erste Reihe, rechte Masche und dann auch die zweite Reihe. Also wir stricken jetzt im Wechsel zwei Reihen weiße Farbe, zwei Reihen blaue Farbe. So schaut es dann aus. Zeige ich noch den fertigen Schuh. Und wir stricken dann insgesamt 4 weiße Streifen. Und ich muss dann schauen, wann wir die Maschen abnahmen. Das sage ich gleich auch noch. Auf jeden Fall
4 weiße Streifen stricken. Eine kleine Ergänzung zu der Maschenanzahl, und zwar, wenn wir hier diese beiden Teile miteinander verbinden. Wir haben auf jeder Seite 20 Maschen jeweils. Man kann hier in der Mitte noch eine zusätzliche Masche aufnehmen, damit wir auf 41 Maschen kommen, weil wir dann jeweils immer 3 Maschen zusammenstricken und das lässt sich das besser aufteilen, dass wir in der Mitte noch eine zusätzliche Masche haben. Und zwar, wenn man hier verbindet, kann man zwischen diesen beiden Teilen einfach eine Masche aufnehmen, indem man diesen Faden, wenn man den hält, also von hinten greift und so eine Masche aufnimmt und dann die zweite Seite, diese Seite dann weiter strickt. Das habe ich vorhin einfach vergessen zu sagen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch 40 Maschen lassen, dann hat man ein bisschen versetzt und das macht dann auch gar nichts aus. Also ich habe jetzt hier im Farbwechsel 18 Reihen gestrickt, also 18 bis 20 Reihen kann man stricken. Und jetzt beginnen wir mit der Maschenabnahme hier vorne in der Mitte. Also wir haben hier insgesamt 41 Maschen. Ich habe 19 Maschen gestrickt und die mittleren 3 Maschen stricke ich rechts zusammen. Also 3 Maschen, da gehe ich so rein und stricke von hinten rechts zusammen. Und dann weitere Maschen ganz normal kraus rechts stricken, also einfach rechts stricken. Alles nach Muster. Und jetzt wende ich die Arbeit und stricke linke Seite alle Maschen rechts. Also da stricke ich keine Maschenabnahme, nur auf der rechten Seite. Also hier stricke ich alle Maschen rechts. Und ganz normal alles dann nach Muster stricken. So, jetzt bin ich auf der rechten Seite und zwar da habe ich die blaue Farbe jetzt. Jetzt bin ich in der Mitte und die mittleren 3 Maschen stricken wir wieder rechts zusammen. Das heißt, wir haben vorhin hier 19 Maschen gestrickt, jetzt haben wir 18 Maschen und die mittleren 3, man sieht eigentlich, wo die mittlere Masche ist, wo wir vorhin die Maschenabnahme gestrickt haben, und die Masche daneben nimmt man auch mit. Man strickt 3 Maschen rechts zusammen, dann muss man nicht jedes Mal die Maschen zählen. Und auf diese Art und Weise, also die linke Reihe stricke ich ohne Maschenabnahme und auf der rechten Seite stricke ich immer die Maschenabnahme, 3 Maschen rechts zusammen. Auf diese Weise stricke ich dann weitere Reihen und auf der rechten Seite, wie gesagt, nehme ich immer die Maschen ab. So schaut es aus. Also in der Mitte stricken wir immer die Maschenabnahme auf der rechten Seite. Das ist die linke Seite. Also ich habe jetzt auf diese Art und Weise 7 Maschenabnahmen gestrickt. Das sind dann 14 Reihen. Und jetzt nehme ich alle Maschen. Ich kette alle Maschen ab. So, die Maschen abketten kann man so machen, wie man gewohnt ist. Also die Maschenanzahl hier in der letzten Reihe ist eher nicht so wichtig. Es können mehr oder weniger Maschen sein. Das macht nicht viel aus. Wie gesagt, ich habe jetzt 7 Maschenabnahmen gestickt und jetzt kette ich die Maschen ab. Also ich hebe die erste Masche ab und die restlichen Maschen stricke ich alle nach Muster, das heißt, ich stricke immer die rechten Maschen. So, die zweite rechte Masche habe ich gestrickt und jetzt hebe ich die hintere über die vordere Masche ab.
Und auf diese Weise kette ich meine Maschen ab. Wie gesagt, man kann es auch auf die gewohnte Weise machen, wie man das gelernt hat. So, hier habe ich die Maschen abgekettet und so schaut der Schuh jetzt aus. Also hier sind bei uns ungefähr 25 Maschen übrig geblieben und das reicht für den Schuh. Jetzt müssen wir hier den unteren Rand und den Rand zunähen. So, jetzt nehmen wir hier vorne die Spitze zusammen. Also ich habe mir den Faden, mit dem ich gestrickt habe, in die Nadel eingefädelt. Und jetzt nähe ich hier zusammen. Also ich hole mir so eine Schlinge. Verbinde erstmal die eine Seite mit den anderen. Jetzt gehe ich hier, hole mir eine Schlinge. Gehe mit der Nadel durch. Jetzt von der Seite einstechen. Durch, jetzt von der, also ich gehe von innen nach außen. Jetzt auf der anderen Seite von innen nach außen. Von der Seite von innen nach außen. Und jeweils immer eine Schlinge. Und so auf diese Art und Weise nähe ich hier die vordere Spitze zu. So schaut es aus. So habe ich jetzt zusammengenäht. Den Faden ziehe ich auf die linke Seite und den Faden verarbeite ich dann. Und zwar, das mache ich folgendermaßen. Ich schneide mir ein Stückchen ab. So, man kann diesen Faden auftrennen in zwei Teile. So, jetzt nehme ich mir eine Häkelnadel zur Hilfe, steche irgendwo ein in eine Schlinge, hole mir eine Seite einen Faden durch und jetzt kann ich verknoten. Jetzt kann ich noch ein paar Mal irgendwo durchstechen, zum Beispiel hier. Mehrmals durchstechen, jetzt ziehe ich mir beide Fädchen durch diese Schlingen, alle Schlingen durch. Und jetzt schneide ich den Faden ab. Und so verarbeite ich alle meine Fädchen. So schaut es aus. Und jetzt nähen wir, also das ist die Oberseite und die untere Seite nähen wir auch zusammen. Ich habe hier auch ein Stückchen von dem Faden gelassen. So, und zwar hier habe ich ein kleines Stückchen schon vernäht. Hier mache ich das folgendermaßen. Ich steche hier. Ich nehme, also wir haben hier diese beiden so wie Zopfschlingen, die nehme ich mir nicht, sondern ich steche hier. Ich nehme von da diesen Querfaden. Da steche ich ein und hole den Faden durch. Auf der anderen Seite mache ich genauso. Hier so einen Querfaden holen, durchstechen. Auf der Seite jetzt auch. Also unter diesen Schlingen liegen immer diese Querschlingen. Hier hole ich mir diesen, das sind praktisch diese Schlingen da. Und da steche ich immer ein auf einer Seite und dann auf der anderen Seite.
Und auf diese Weise vernähen wir dann die untere Naht. Also ich vernähe jetzt von der Spitze bis zu der Ferse. An der Ferse ziehen wir dann hier in dem Bereich ein kleines Stück zusammen. Also also am besten von der Seite sich da in die Richtung bewegen. Oder erst hier zusammenziehen und dann in die Richtung vernähen. Also wie gesagt, wir vernähen das Ganze dann bis hier. Ungefähr von jeder Seite 8 bis 10 Rippen kann man zusammenziehen. So ein Stück. So, jetzt sind bei mir diese 4 bis 5 Rippen übrig geblieben. Von einer Seite und von der anderen Seite. Und jetzt ziehe ich diese Spitze an der Ferse zusammen. Und da stiche ich genauso in diese Querschlinien ein. So. Und ziehe den Faden durch. Dann weiterhin einstechen. Jetzt ziehe ich das Ganze zusammen. So habe ich das jetzt zusammengezogen. Also hier nochmal schön vernähen, damit der Faden auch schön halten kann. Und dann ziehe ich den Faden auf die linke Seite. So schaut das Ganze dann auf der linken Seite aus. Und hier nochmal den Faden schön vernähen, damit die Ferse nicht auseinander. Ich vernähe hier auch dieses Loch ein bisschen, wenn der entsteht. So, und jetzt können wir den Faden befestigen und dann den Faden verarbeiten, wie ich das schon gezeigt habe. So schaut es, wie gesagt, auf die Innenseite aus und so schaut es auf der rechten Seite aus. Die Ferse haben wir zusammengezogen. So schaut es auf der rechten Seite aus. Jetzt schneide ich noch den Faden ab. So, wie gesagt, so schaut der Schuh jetzt aus und probieren wir den an. So sitzt der Schuh auf dem Fuß. So schaut der aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir ganz viele Kommentare, um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Ich freue mich sehr und bis zum nächsten Mal.